Ja, liebe Freunde, wir sind hier auf dem Weg zu unserem Boot. Wir liegen ja in Ossenzeil in der Halle, eher zum ersten Mal. Wollen heute ein bisschen nachschauen, was los ist und die Kappe abmachen und die wollen wir dann gleich zum Kappenmacher nach Groh bringen. Und ja, dann geht es wieder nach Hause. Mal schauen, wie es aussieht. 600 Kilometer zum Winterlager hin und zurück sind natürlich kein Pappenstiel und das ist schon eine Tagestour. Und das wollen wir natürlich nie so oft machen, aber warum fahren wir dahin? Wir sind natürlich neugierig auf unsere neue Halle. Wir mussten ja kurzfristig eine neue Halle haben, weil Piet die alte Halle verkauft hat und wir dort kein Winterlager mehr bekommen haben. So waren wir also sehr gespannt, wie das aussehen wird, wie unsere Boote untergebracht sind. Außerdem wollen wir natürlich die Kappe abbauen, weil da ist noch ein Problem. Wir haben ja im Frühjahr eine neue Kappe gekriegt und da war noch ein kleines Loch drin, was wir aber während der Saison nicht abmachen wollten und das wollen wir jetzt zum Kappenmacher nach Groh bringen. Wir haben uns natürlich angemeldet einen Tag vorher, sowohl beim Winterlager als auch beim Kappenmacher, sodass wir auch jemanden antreffen konnten. Wir kommen immer im Doppelpack. Hallo. Okay, wir gehen jetzt mal in die Halle hier rein, da ist Musik. Mal schauen, ob wir unser Boot finden. Wir waren natürlich jetzt total gespannt, wie unsere Boote stehen werden. In der ersten Halle sind nur 3 Boote und hier riecht es nach Lack. Hier wird also repariert und montiert, lackiert. Durch die zweite Tür dann Überraschung. Die Halle ist relativ klein und die Boote sind doch ganz gut auseinandergestellt, sodass wir gar kein Problem hatten, unser Boot zu finden und man kam auch ganz bequem da durch. Das kennen wir in anderen Hallen anders. Da muss man unter die Boote durchkriechen, um irgendwo anders hinzukommen. Die Boote standen also wunderbar. Wirklich sehr schön sauber. Ja. Jetzt schauen wir uns mal die Schrauben an. Die Schraube sieht gut aus. Wegstrahler. Und jetzt nur die andere Schraube. Die hat soweit auch nichts abgekriegt. Die hat auch nichts abgekriegt. Das Boot hat im Endeffekt nirgendwo Schaden genommen. Genau. Durch unser... Wir sind ja im Sommer auf der Muschelbank aufgesessen, aber sieht gut aus. Das Anti-Fouling muss ausgewässert werden. Das sind hier so Stellen, das haben wir in Auftrag gegeben. Naja, das ist die Muschelbank. Die Muschelbank hat das abgeschraubt alles. Aber wir haben echt Glück gehabt. Was man jetzt hier sieht, die Steuerbordseite, da ist das Anti-Fouling noch gut. Und auf der Backbordseite ist das Anti-Fouling ziemlich abgeschraubt. Das kann vermutlich sein, als wir im Watt auf der Muschelbank saßen. Ja. Ist jetzt unsere Vermutung. Da gehe ich auch stark von aus. So, jetzt gehen wir mal aufs Boot. Also was ganz toll ist hier in der Halle ist, die ist super sauber und vor allen Dingen, wir müssen eigentlich, leider Gottes müssen wir jetzt das Verdeck abbauen, aber normalerweise können wir uns das Verdeck abbauen sparen, was wir beim Piet immer machen mussten, und wir müssen vor allen Dingen nicht den Geräteträger klappen. Das macht das natürlich hier sehr komfortabel. Man sieht hier schon in der Halle, die ist voll, aber nicht übervoll. Also ist sehr überschaubar, was hier steht. Man kommt auch an die Boote ran. So, was wir machen müssen ist, hier oben bei schneller Fahrt läuft Wasser durch die Reißverschlüsse. Das heißt, hier muss irgendein Klett oder so drauf, um das dichter zu machen. Jetzt müssen wir sehen, ob wir das überhaupt aus der Kederleiste rauskriegen. Das wird jetzt spannend. Bin mal gespannt. Hier oben sieht man ein kleines Löchlein. Da ist der Tenax-Knopf ausgerissen. Das muss auf jeden Fall gemacht werden, verstärkt werden. Und das Gleiche natürlich dann auf der anderen Seite auch, damit das da auch nicht ausreißen kann. Das bedeutet, wir müssen die komplette Hinterplane wegen den einen Knopf hinschicken. Ja, aber wir nehmen die Fenster alle raus und nehmen nur das Oberteil mit. Die Fenster können wir ja alle rausnehmen. So, wow. Ja, jetzt muss man schön festhalten, damit ich den Reißverschluss hier rauskriege. Total schief. Das war einfacher, als ich gedacht habe. Was wir hier gespart haben, wir müssen das gar nicht aus der Kederleiste nehmen. Und, aber die Seite ist leider nicht so. Weil so oft regnet es ja nun doch nicht. Ich meine, es ist ja ein Schutz drüber. Ist ja nur, wenn der Wind dagegen schlägt. Ja, wir können es auch lassen. Ich würde es lassen, Jürgen. Lass es. Es ist ja wirklich nur
wo es richtig geregnet hat wie Sau. Ja, das ist, stimmt. Das ist eigentlich nur wenn wir schnell fahren nur wenn wir schnell fahren bei Regen. Und irgendwo so doppelseitig Regen, das können wir selber dran passen. Mit dem Problem mit dem Regen beim Schnellfahren, dass es da reintropft, das wollen wir jetzt nicht beheben. Dafür müssen wir die ganze Plane aus der Kederleiste rausholen und das wollen wir jetzt nicht. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Wir haben jetzt nach kurzer Diskussion entschieden, das vordere Teil nicht rauszunehmen, weil das Problem im Normalbetrieb gar nicht so schlimm ist, weil man sieht ja, dass das Verdeck an sich dicht ist und auch eine Klappe drüber ist. Nur bei viel Wind klappt das hoch und der Regen geht dann durch die Reißverschlüsse rein. Aber vielleicht finden wir eine andere Lösung, weil wenn ich das alles mit Klett zumache, dann kann man innen die Scheibe einfach nicht mehr so leicht rausnehmen. Und ja, entweder vielleicht nur mit ein bisschen Klett oder vielleicht auch mit einem Magneten, wie hier. Man sieht auch, das kann man ganz gut machen. Vielleicht nähen wir da ein paar Magneten ein, wie an manchen Türen auch. Und dann reicht das vielleicht auch schon. Das schauen wir mal in der nächsten Saison, welche Lösung wir am Ende da machen. Jetzt haben wir nur das eine Verdeck, was wir mitnehmen müssen mit dem Loch. Das wird auf beiden Seiten verstärkt, sodass das nicht ausreißen kann. Die Bliss hier nebenan sieht genauso aus wie unser Boot. 2 Brom 41 nebeneinander. Mit dem Teakdeck müssen wir uns auch was überlegen. Das sieht aber glücklicherweise komisch gut aus. Das sieht zwar von außen noch gut aus, aber wenn es feucht ist und man hier drauf tritt, merkt man, dass das nachgibt. Und wir haben Glück, dass wir hier in der Halle stehen. Würden wir jetzt draußen sein und das Teak darunter ist mit Wasser gefüllt und es würde frieren, dann würde alles abplatzen. Das Boot ist abgeschlossen, aber ich habe mal reingeguckt, ist noch so, wie wir es verlassen haben. Das heißt, da müssen wir jetzt auch gar nicht großartig schauen. Wir fahren jetzt einfach zum Kappenmacher. Arbeit ist getan. Wir verlassen das Boot. Es ist doch weniger Kappe als gedacht. Zumindest, wir haben ja auch keine Scheibe, die wir mitnehmen müssen, die wir verkratzen könnten. Also besser geht es eigentlich nicht. Ja, hier kommt man auch gut zwischen den Booten durch. Ja, steht nicht so wie Körner rum, ne? Ja, alles sehr ordentlich. Tolle Boote hier. Ja, wirklich schön. Gut, jetzt sind wir hier bei Dijkstra. Boah, ist gerade windig geworden. Und bringen jetzt die Kappe weg. Das, was der Hautkampf für Flevoland ist, das ist der Dijkstra für hier oben Friesland. War Mittag. Ja, ich hatte gestern angerufen. Ja. Die Seite hier oben, die ist in Ordnung. Die andere Seite ist kaputt. Und wir waren natürlich interessiert daran, wie sieht es in der Klink aus, was hatte ich da getan. Da wird ja ein neues Restaurant gebaut. Wir wissen noch nicht, wie der Betreiber heißen soll und was da überhaupt reinkommt. Und natürlich sollen Baggerarbeiten ausgeführt werden. Und da hoffen wir natürlich, dass nächstes Jahr es nicht so viele kleine Fliegen, Mücken und so weiter gibt, dass die Boote nicht jedes Wochenende schwarz sind. Also schauen wir mal. Die Ranch ist abgeschlossen. Erste Mal, dass das Tor zu ist. Und hier ist auch schon was passiert. Der Parkplatz ist fertig. Ne, alles schon gepflastert. Der Eingang. Hier vorne fehlt noch ein bisschen. Da sind ganz schön viele Boote im Hafen. Ja, Petersplatz hier ist leer, aber der Rest ist voll. Die großen Boote hinten. Hier die ganzen kleinen Boote sind alle drin geblieben. Auch die hintere Reihe. Das gibt auf jeden Fall hier noch eine ganz schöne Verschieberei. Wenn der Hafen ausgebaggert wird, dann müssen die ja alle einmal in die eine und dann in die andere Richtung umziehen. Und das bei den ganzen kleinen Booten, wo man die Eigner nicht erreicht, das wird spannend. Das Haus vom Hafenmeister ist richtig schick geworden. Direkt am Wasser mit schönem Wintergarten, toll gemacht. Gerd und Robertos Platz ist leer. Wo sind sie hin? Auf der Wasserseite vom Restaurant hat man jetzt auch schon alles soweit fertig gemacht. Die alte Terrasse hier wird noch weiter genutzt. Bin mal gespannt, ob es hier Plätze gibt zum Sitzen. Das sieht irgendwie so abgetrennt aus, keine Treppe. Schön sieht es nicht aus mit den Betonwänden. Marina guckt sich gerade die Küche durchs Fenster an, das Restaurant. Und hier ist eine riesige Außenterrasse mit Blick auf das Beluvemeer und den Hafen. Nachdem wir die Kappe abgegeben haben, sind wir jetzt hier nochmal in der Klink gewesen. Leider ist niemand da, der Hafen ist verwaist. Es ist schon ein Fortschritt zu sehen am Restaurant. Also es kann im Frühjahr fertig sein. Von Baggerarbeiten ist noch nichts zu sehen.
und ja, jetzt fahren wir nach Hause. Und ich bin froh, dass wir hier nicht mehr am Boot sein müssen, denn es ist total ungemütlich. Ich mache heute den Söder hier bei McDonald's. Wir sind hier in Rees bei unserem Lieblings-McDonald's auf dem Weg zum Boot. Wir haben die Plane zum Planenmacher gebracht und müssen jetzt hier noch ein bisschen an den Schnelllader. Und sobald wir aufgegessen haben, ist das Auto voll genug und dann geht es nach Hause. Für heute ist unser Soll erfüllt. Bis zum nächsten Video.